Aber es hat halt ein Ziel. Es hat nur das eine Ziel, dass du so viel Vertrauen entwickelst, halt die Kohle zu bezahlen. In diesem Film geht es um spirituelle Schenkkreise. Das sind Gruppen, in denen soll man Geld verschenken, in der Hoffnung, das zigfache rauszubekommen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Alles läuft über WhatsApp-Gruppen. Du wirst so zugeballert mit Nachrichten. Vordergründig geht es um Freundschaft und Zusammenhalt. Und dann musste ich irgendeine Scheiße labern und irgendwelche Frauen dazu überreden, mitzumachen. Bei der waren es zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Jetzt würde auch sagen, dass gerade Menschen, die vielleicht einsam sind, in einer besonders gefährdeten Situation sind. Von vorne bis hinten eine Scheißgeschichte einfach. Wir sind auf dem Weg nach Basel. Dort treffen wir eine Frau, die aus einem Schenkkreis ausgestiegen ist. Wir haben es ja jetzt endlich geschafft. Es war ja wahnsinnig schwer, Menschen zu finden, die mit uns über dieses Thema reden wollen. Und über Reddit habe ich jetzt eine Frau kennengelernt, die war in einem Schenkkreis. Die hat sogar auch Leute akquiriert für diesen Schenkkreis. Grüß dich! Hi! Genau, Erik geht jetzt hinter dich, damit du nicht erkennbar bist. Wir nennen sie Paula. Sie ist 28 Jahre alt. Die Gruppen selbst nennen sich Mandala oder Fraktalreisen. ExpertInnen sprechen aber von klassischen Schneeballsystemen. Meist sind Frauen betroffen, selten Männer. Ihr Ziel: ein neues Finanzsystem als Alternative zum Kapitalismus. Sie nennen es heilige Wirtschaft. Es basiert auf Geldgeschenken. Also Hauptsache, die wird es echt richtig gebrainwashed, eingetrichtert, wie wichtig Schenken ist. Die Einstiegspreise liegen zwischen 500 und 5.000 Euro. Es gibt nicht den einen Strippenzieher. Die ganze Gruppe sorgt dafür, dass dieses System am Leben bleibt. Wie bist du in so einem Schenkkreis gelandet? Ich wurde von einer Kommilitonin angesprochen, mit der ich mich auch wirklich sehr gut verstanden habe. Wir haben immer viel Spaß gehabt und einfach ein gutes Verhältnis, durchaus auch ein Vertrauensverhältnis. So. Und dann fand ich das kurz interessant und spannend. Und dann habe ich aber so dankend abgelehnt, weil das ist ja auch ein horrender Einstiegspreis. Was musstest du denn zahlen? Also das waren so knapp 1.200 Euro. Boah, das ist eine Menge Kohle. Genau. Und du warst ja Studentin, oder? Ja, genau. Sie überlegt eine Weile und steigt dann doch ein. Denn das, was Paula über den Schenkkreis hört, das gefällt ihr. Da war ich noch auch so auf der Suche nach einem, ja, weiß nicht unbedingt ein Kollektiv, aber einfach eine Gemeinschaft, eine Frauengemeinschaft, die sich gegenseitig bestärkt in allerlei Hinsicht. Und alle Frauen haben irgendwas gemacht, was mich total interessiert. Irgendwas mit Kräutern und irgendwas mit Handarbeit und schöne Sachen einfach. Die Mitglieder versprechen aber auch finanzielle Freiheit. Schöne Aussichten, gerade wenn man studiert. Es ist ja an sich irgendwie mal ein schöner Gedanke, wenn du eben nicht mehr 9-to-5-Jobs. Damit wird halt schon auch in dem Sinne geworben. So. Willst du dich verwirklichen? Selbstverwirklichung. Und es geht ja oftmals auch nur, wenn man sich finanziell gesettelt hat, wenn man sich darum eben dann keine Sorgen mehr machen muss. Paula hat geglaubt, dass sie hier was Gutes gefunden hat, eine Gemeinschaft. Doch die hat offenbar ihren Preis. Ja, dann habe ich auch gedacht, ja komm ey, ich nehme jetzt die Kohle und überweise ihr das einfach und musste dann irgendwie zu Western Union gehen. Das ist übrigens ein Anbieter für weltweite Überweisungen. Darüber schickt sie Geld an eine fremde Frau in Südamerika. Da musste ich das halt auch in 2 Schritten machen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, das wurde mir so geraten, damit es nicht auffällig ist oder so. Weil größere Summen vielleicht auffallen. Ja, und ich weiß auch noch, die Frau am Schalter hat so oft mich gefragt, wollen Sie das wirklich? Kennen Sie diese Person da? Und ich meine, ja, das ist eine Freundin von mir. Und natürlich eben nicht, aber ja, habe ich dann halt gesagt. Und dann bin ich hier eben noch mal hin, um den zweiten Teil dann zu überweisen. Und ja, dann war das Geld halt auch wirklich ja weg. Ihr denkt jetzt vielleicht ganz schön naiv und bescheuert.
Aber diese Schenkreise arbeiten mit dubiosen Methoden, die ich in meiner Recherche noch erleben werde. Dafür schleuse ich mich über Monate in die Gruppen ein. Ich finde Mandala-Gruppen auf Facebook, Telegram und vor allem auf WhatsApp. Jetzt gehe ich undercover. Zack, neue SIM-Karte. Ich werde zu Marina, die Yoga liebt. In den Gruppen geht es ab. Viele nette Bilder, Kalendersprüche und auch ein bisschen Querdenker-Content. Das ist eine wilde Mischung. Übrigens, das passiert, wenn man mal ein paar Tage, so ein Wochenende oder so, nicht online ist. Hier wird man zugeballert mit Nachrichten, Tag und Nacht. Alle überschütten mich mit Komplimenten, alle freuen sich über mich. Aber dann geht's auch schnell um mein Geld. Im Grunde gebe ich hier einfach wildfremden Privatpersonen mehr als 500 €. Dafür wird mir versprochen, dass ich mehr als 19.000 € rausbekomme. Das kann doch nicht funktionieren. Wir werden das Geld natürlich nicht bezahlen. Ich will wissen, was da wirklich dahinter steckt. Ich verabrede mich zum Videocall mit Sarah Pohl von Zebra. Das ist eine Beratungsstelle in Baden-Württemberg. Hier geht es um Sekten, Verschwörungstheorien, Esoterik und um Schenkreise. Grundsätzlich Schenkkreise, diese Mandala-Kreise heißen die ja auch. Was genau ist das denn? Schenkkreise sind im Prinzip so eine Form von einem Schneeball- oder Pyramidensystem. Meistens bestehen die aus mehrstufigen Systemen. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Nicht jeder Schenkkreis ist gleich aufgebaut. Und man schenkt einmal eben Geld und bekommt dann das Versprechen, später am Ende eventuell zum Beispiel die 8-fache Menge, wenn man 8 neue Leute rekrutiert hat, zu bekommen. Und funktioniert das? Für die, die ganz am Anfang stehen, schon. Wer einen Schenkkreis initiiert, der ist da unter Umständen Profiteur davon. Aber diejenigen, die später dazu kommen, für die rechnet es sich nicht mehr. Das ist im Prinzip ein ganz einfaches mathematisches Spiel. Wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel 8 Teilnehmer gesucht werden am Anfang. Und diese 8 Teilnehmer müssen ihrerseits ja wieder 8 Teilnehmer rekrutieren. Das ist mal bei 64. Diese 64 Leute müssten wieder 8 Teilnehmer rekrutieren und so weiter. Und nach 11 Runden hätten wir die Zahl der Weltbevölkerung überschritten. Sprich, so ein System muss sich in absehbarer Zeit eigentlich totlaufen. Sarah Pohl sagt mir, dass sie gerade auch in der Corona-Zeit mehr Anfragen zu Schenkkreisen bekommen haben. Schenkkreise sind Krisenprofiteure. Schenkkreise sind ja auch kein so neues Phänomen. Die gibt es ja auch schon einige Jahre. Vor einigen Jahren gab es auch mal so eine ganze Welle von Schenkkreisen, die in großen Hallen stattgefunden hatten im öffentlichen Raum. Mittlerweile ist es stärker in den privaten Raum abgewandert. Also es ist sehr viel subtiler geworden. Heutzutage ist der Ort, wo rekrutiert wird, vielleicht auch stärker, sind so die sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter. Permanent werde ich gefragt, wann mache ich endlich mit? Wann bezahle ich das Geld? Was hält mich zurück? Warum zweifle ich? Warum bin ich nicht mutig? Und das ist irgendwie, das ist ganz schön komisch. Ja, weil einem ja sozusagen suggeriert wird, ich bin feige, ich bin nicht mutig, ich will mich nicht weiterentwickeln, wenn ich das eben nicht tue. Und das ist schon so eine Art von Druck aufbauen. Bei manchen Leuten entsteht dadurch auch wirklich so ein bisschen ein Schuldgefühl oder ein schlechtes Gewissen oder so ein Gefühl von, ich bin geizig, ich traue mich nichts. Und das kann schon eine Motivation sein für manche zu sagen, nee, denen zeige ich es, ich traue mich das jetzt, ich mache das. Übrigens, solche Schenkkreise sind in Deutschland sittenwidrig und illegal. Wer Schenkkreise ins Leben ruft oder aktiv unterstützt, kann sich strafbar machen. Zurück zu Paula, die genau aus so einem System ausgestiegen ist. Hat man dir, sag ich mal, gesagt, hey, es gibt eine Möglichkeit, dass du dieses Geld nicht zurückbekommst? Nein, nee, natürlich nicht. Das hieß nur immer, guck, wenn du das bezahlst, dann kriegst du das 8-fache raus und dann eigentlich sogar das 16-fache. Dass das nicht für alle funktionieren kann, wird ihr aber nicht erzählt. Paula ist mittlerweile ganz tief drin. Um das System am Laufen zu halten, soll sie jetzt auch neue Frauen anwerben. Relativ schnell wurde das mir ersichtlich, dass das echt auch eine ganz schön
dunkle Seite mit viel Druck verbunden und viel Unehrlichkeit. Also genauso wenig wie mir gesagt wurde, dass das ein Schneeballsystem ist und viel eben mit Druck. Ja, hast du jetzt schon jemanden gefragt? Hast du schon jemanden eingeladen? Wann kommt jemand jetzt in den Chat? Wir brauchen Leute, wir brauchen Leute. Das war dann war es überhaupt nicht mehr ein liebevoller, entspannter Austausch, sondern das war mega viel Druck. Paula checkt das System. Nachdem sie 1.200 € losgeworden ist, will sie ihr Geld unbedingt wiederhaben. Dafür wird sie dann selbst zur Betrügerin. Und dann musste ich irgendeine Scheiße labern und irgendwelche Frauen dazu überreden, mitzumachen, weil es doch so toll ist. Sie bringt eine andere Frau in die Gruppe, obwohl Paula weiß, dass diese Frau ihr Geld vielleicht nie wieder sieht. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass ich wissentlich auch eine Frau wieder abgezogen habe. Es tut mir so leid, dass ich überhaupt irgendeine Frau eingeladen habe, weil das sind alles tolle Frauen gewesen. Und ich schäme mich, dass ich die überhaupt gefragt habe, bei so etwas mitzumachen. Sobald das Geld auf ihrem Konto ist, steigt Paula aus. Aber es hat halt ein Ziel. Es hat nur das eine Ziel, dass du so viel Vertrauen entwickelst, halt die Kohle zu bezahlen. Was Paula erzählt, kann ich durch meine Recherche bestätigen. Ich bekomme ganz genaue Anleitungen zugeschickt, dass ich in dem Mandala neue Leute anwerben muss. Mindestens 2 Menschen. Und dann bekomme ich hier sogar Nachrichtenvorlagen, die ich verschicken kann. Es gibt sogar ein Einladungshandbuch. Ich bekomme sogar Tipps, wie ich auf Kritik reagieren kann. Für mich klingt das wie nach einer Anleitung zur Manipulation von Leuten. Ich habe das Gefühl, hier werden gutgläubige Menschen angeworben und ihr Vertrauen missbraucht. Während meiner Recherche finde ich über Facebook eine Frau, die ihr Geld nie wieder gesehen hat. Wir nennen sie Sophie. Das ist nicht ihr richtiger Name. Sollen wir die Schuhe ausziehen, oder? Ja, könnt ihr irgendwo hier in dem Vorderraum stehen lassen? Sophie ist erst kurz vor den Dreharbeiten ausgestiegen aus dem Mandala und hat 1.200 € verloren. Sophie ist Masseurin und Yogalehrerin. Sie hat sich selbstständig gemacht. Kurz danach kam die Corona-Flaute. Wir drehen in ihrem Studio. Wir sind übrigens alle geimpft und getestet. Was hat dich damals bewegt, dass du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt? Also ich glaube, eine Mischung aus das Geld, auf jeden Fall ein großer Aspekt, aber auch diese Unterstützung von Frauen, die sich irgendwie gegenseitig, ja, also regelmäßig sehen und wo man Raum hat, auch über Emotionen zu sprechen und füreinander da zu sein. Also ein bisschen wie ein Online-Frauenkreis quasi, so, der sich aber sehr regelmäßig sieht. Ne? Du wusstest dann wirklich, wer die anderen Frauen und Männer, oder waren es nur Frauen? Es war nur für Frauen, genau. Also von Anfang an wusste ich von allen, die dabei sind. Also in diesem ersten Zoom erzählen die einem halt so alles über die Strukturen, wie es funktioniert. Also und man kann Fragen stellen und reinfühlen und jeder stellt sich vor. Und das ist total interessant, weil zum Beispiel das deckt sich überhaupt nicht mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den Gruppen, weil die sich gar nicht treffen. Also nicht virtuell und auch nicht irgendwie im richtigen Leben. Und ich habe auch mal aktiv danach gefragt, ob wir mal einen Zoom machen können, uns kennenlernen können und so. Und dann meinte sie so, nee, das passiert wirklich nur in der WhatsApp-Gruppe, dieser Austausch. Wir haben uns jede Woche gesehen und jede Woche einen Zoom gehabt, der auch 1 bis 2 Stunden ging. So. Ach krass, jede Woche? Ja, ja. Okay. Also vielleicht ist der mal 1-2 Mal ausgefallen in der Zeit, aber es gibt auch Phasen, da hat man dann 2-3 Zooms die Woche. Also es ist wirklich ein zeitintensives Ding. Sie kannte die Menschen persönlich. Klar, dass man da mehr Vertrauen hat und vielleicht eher bereit ist, Geld zu geben. Manche Leute erschienen ihr aber trotzdem etwas merkwürdig. Es ist natürlich sind sehr viele spirituelle Menschen in dem Mandala. Und ich würde mich auch selbst als spirituell bezeichnen. Ich finde es aber auch manchmal anstrengend, in so Kreisen zu sein. Heißt konkret? Heißt konkret, dass es zum Beispiel viele Menschen gibt, die gerne träumen und von Licht und Liebe sprechen, wo aber ein bisschen der Boden fehlt. So. Okay. Der Austausch gefällt ihr trotzdem, gibt ihr Halt. Aber dafür 1.200 € bezahlen?
Das lässt sich von außen leicht sagen, aber wenn du dann drin bist, da noch einen klaren Kopf zu haben, so, ist vielleicht nicht immer so leicht. Auch ich habe immer mehr das Gefühl, hier kann man sich leicht einlullen lassen, wenn man nicht aufpasst. Trotzdem finde ich das System fragwürdig, weil es viele gibt, oder einige gibt, die haben dann was davon und andere nicht auf der finanziellen Ebene. Sophie findet das System fragwürdig. Viel mehr als das aber auch nicht. Meine Recherche bisher zeigt aber, Mandalas sind Schenkreise und damit Teil eines Betrugssystems. Eine sehr heftige Geschichte war ein Fall, wo einfach eine Ehe dran zerbrochen ist, weil diese Frau ohne mit ihrem Mann das abzusprechen, wirklich unheimlich viel Geld in so einen Schenkreis gepumpt hat. Von was für Summen reden wir da? Bei der waren es zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und das kann jetzt, je nachdem, wie man finanziell aufgestellt ist, viel oder wenig Geld sein. Für diese Familie war das unheimlich viel Geld. Das hat die wirklich an den Rand der Existenz gebracht. Inwiefern ist es denn, ich sag mal, problematisch, besonders problematisch nochmal für Leute, denen es gerade einfach vielleicht nicht so gut geht? Jetzt würde auch sagen, dass gerade Menschen, die vielleicht einsam sind oder unter sozialen Ängsten leiden, denen es gerade wirklich nicht gut geht, die gerade nicht so gut aufgestellt sind, in einer besonders gefährdeten Situation sind, weil dann ein Wunsch ist nach Kontakt oder nach Kontrolle. Und gerade dieses Love-Bombing, wo da am Anfang stattfindet, dieses ich werde überschüttet mit Nettigkeiten, höre schöne Sachen über mich, so eine starke Bindung an so eine Gruppe einfach begünstigen kann. Was genau das bedeuten kann, merke ich in den nächsten Tagen in einer der Chatgruppen. Eine neue Frau kommt dazu. Ihr geht es nicht gut. Sie hat Depressionen, sagt sie. Sie wünscht sich Hilfe. Statt ihr zur Therapie zu raten, wird ihr eben geantwortet, ja, du kannst hier schon mitmachen, aber solche Themen besprechen wir in der Hauptgruppe und in die Hauptgruppe kommst du halt nur, wenn du dieses Geld bezahlst. Das Intro ist quasi der Einband eines Buches. Um den Inhalt des Buches zu erfahren, kauft ihr es und das ist quasi die Hauptgruppe. Das ist Wahnsinn und das ist so gefährlich. Ich schalte mich ein und sage, wir sollen der Frau helfen, Therapie zu finden. Keiner nimmt mich ernst. Sie raten sogar ab von Therapie. Ich werde keinem hilfesuchenden Menschen mehr eine Therapie empfehlen. Mir reicht's. Ich schreibe, dass das ein Schneeballsystem ist. Schicke auch Artikel internationaler Medien, denn weltweit haben Schenkreise seit der Corona-Krise wieder Konjunktur. Alles, was ich bekomme, vorgefertigte Nachrichten, warum es kein Schneeballsystem ist. Hier wird schön geredet und verschleiert. Diese Leute kennen die Kritik und sie sind gut vorbereitet. Ich werde jetzt gleich in den Gruppen sagen, dass ich Journalistin bin, dass ich in diese Gruppen eingetreten bin, um eben zu recherchieren. Und ich werde diesen Menschen erzählen, was ich herausgefunden habe bei meiner Recherche. Die Antworten sind ernüchternd. Was sind schon Experten? Spiele wenn auf unserem Klavier oder verlasse unseren Raum wieder. Wir wollen hier keinen Stunk. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Für die ist es Quatsch, weil sie es vielleicht nicht verstehen. Für mich zum Beispiel ist es ein Segen. Mir wird gesagt, dass ich die Mandalas halt einfach nicht verstanden habe. Ich werde wahnsinnig. Es geht immer wieder nur darum, warum es kein Schneeballsystem ist. Wir können nicht sagen, was in allen Gruppen passiert, weil wir das Geld ja nie bezahlt haben. Trotzdem, ein Schenkreis ist ein Schneeballsystem. Gelockt wird mit Freundschaft und dem Ausstieg aus dem Hamsterrad. Am Ende aber verlieren viele eher Geld, als finanzielle Freiheit zu gewinnen. Was haltet ihr von spirituellen Schenkreisen? Wart ihr vielleicht selbst mal Mitglied in so einer Gruppe oder wurde dafür angeworben? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr über Schneeballsysteme herausfinden wollt, dann schaut doch gerne die Reportage von unseren KollegInnen bei Steuerung F.